Auf dem alten Schlachthof wird sichtbar, wie Denkmalpflege und die Neunutzung alter Gebäude erfolgreich Hand in Hand gehen können, denn dieser beheimatet heute einen Kreativpark. Ja, wir sind hier im Keller des ehemaligen Kühlhauses auf dem alten Schlachthof in Karlsruhe, einem Ort, wo der normale Besucher sonst nicht hinkommt. Wer oberirdisch hier spazieren geht, sieht, dass das mittlerweile kein Schlachthof mehr ist, sondern ein Areal für Kultur- und Kreativwirtschaft. Der alte Schlachthof ist jetzt seit mittlerweile 15 Jahren im Wandel und sieht aber gleichzeitig auch, dass hier sehr viel noch an den alten Schlachthof erinnert, nämlich Hakenbahnen, Transportstrukturen an den ehemaligen Markthallen, an den ehemaligen Schlachthäusern. Und wir haben hier eben auch viele Gebäude für die technische Infrastruktur, die der Schlachthof mal gebraucht hat. Und das sieht man sehr gut hier unterirdisch in diesen Räumen. Wir befinden uns hier im alten Schlachthof, im Keller vom Kühlhaus. Und was ich im Hintergrund sehe, sind alte Kälte- und Gefrierkompressoren. Das sind Ammoniakanlage. Die haben wir während der Schlachtzeit schon außer Betrieb nehmen müssen, weil die halt auch schon so alt waren und nicht mehr keinen guten Wirkungsgrad mehr hatte. Das Kältemittel wurde entsorgt. Und wir hatten nie den Platzbedarf. Und deshalb könnte man die jetzt heute stehen lassen. Bis zum heutigen Tag und können sie heute quasi der Öffentlichkeit zeigen. Unabhängig von der Kühlanlage gab es natürlich noch viele andere Medien, die man ja gebraucht hat. Zum Schlachten braucht man vor allem viel Wasser. Auch zum Kühlen braucht man Wasser. Zum Reinigen von der Schlachthalle, von der Stallungen haben wir unseren eigenen Brunnen gehabt, aus dem wir Wasser entnommen haben. Und das Wasser, was nicht gebraucht wurde, wurde auch wieder in den Siegerbrunnen bzw. Schluckbrunnen zurückgeführt. Um die Wasserversorgung im Schlachthof aufrechtzuerhalten, gab es natürlich auch jede Menge Versorgungsgänge, die man dann begehen konnte, wo die Wasserleitungen installiert wurde. Und auch die Dampfleitungen sind teilweise im Keller, beziehungsweise Kondensatleitungen wurde im Keller installiert. Zum Brühen der Schweine beziehungsweise zum Reinigen der Schlachthalle haben wir früher sehr viel heißes Wasser gebraucht. Man hat das heiße Wasser auch zwischengespeichert nach der Erzeugung, um dann, wenn die Schlachtungen waren, jede Menge heißes Wasser zur Verfügung zu haben. Man sieht, die Technik sieht man auch noch dazu, beziehungsweise wir haben auch oben noch von dem alten Kamin, der damals auf dem Schlachthofgelände stand, sieht man auch noch den Sockel beziehungsweise den Fuchs oder den Schlot von dem Kamin. Im Schlachthof gab es natürlich auch jede Menge Kühl- und Gefrierräume. Und um die Gefrierräume dann auch richtig runterzukühlen auf minus 21 Grad, minus 20, wurde das Kältemittel dann vor Ort verdampft, im Kälteverdampfer. Und damit die Kälte dann auch in dem Gefrierraum endet, wurde mit großen Ventilatoren die Kälte dann quasi in die Räume eingeblasen. Der alte Schlachthof ist jetzt mittlerweile seit sehr vielen Jahren neu belebt und mit neuem Leben und neuer Kreativität und neuen Nutzungen gefüllt und zeigt gleichzeitig aber auch ganz viel noch von seiner historischen Nutzung und von der Geschichte. Zum einen natürlich durch die Gebäude, die wir hier noch haben und auch durch ganz viele ehemalige Schlachthof-Elemente, die man hier auf dem Areal noch entdecken kann. Zum Beispiel Schweinekübel, die zu Blumentrögen jetzt mittlerweile umfunktioniert sind. Oder man kann Platz nehmen auf einem ehemaligen Verdampfer aus dem Kühlhaus. Und genau dieses Zusammenspiel von neuen Nutzungen und historischen Elementen, das verleiht dem Areal seine besondere Identität.